Good morning. Ja, ik wil jullie met een vers begrüßen uit Johannes 14:27. Dat is een vers waar wat Jezus te zeggen heeft. Hij zegt zelf: Vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Ik geef jullie niet zoals de wereld geeft. Laat jullie niet door hart behouden jullie en verg jullie niet. Dat is de vrede wat ik ons van de alle wensen doe. Dat hier toeharken doen. En laat dat vielleicht toeharken doen. We hebben het hier en dat. Ik wens jullie deze vrede, wat Jezus alleen geven kan. Jezus heeft zo'n vrede wat hij bieden kan, wat de wereld niet bieden kan. De wereld heeft geen stad, geen plaats, zo schijn en geen plaats, zo vriendelijk als wat Jezus bieden kan. En die vrede wens ik en ieder mijn. En van jou, Jank en mij hier, je wordt zijn, ik heb hier deze bord, waar ik een beste bein gemalt. En we willen van jou de vruchtboom een beetje betrachten. En moet zijn, waar zie ik op deze steer. En welke bomen waar ik me vind. Veel mensen dan, als dat dan veel een beetje waar denken te houden, maar de nächste Mal dan zei wie mij maar wie zijn kaartje komen en zo wieder. En ik vertrouw ons val de Herr, der wordt ons ware wieder dingen openbaar. In Lukas kapitel 13 doen we dat eerste part lezen. Door dat wat Jezus reden deed. Lukas kapitel 13 vers 6 tot 9. En heute wie wat in de schrift gaan, weil ik eerst nog met jullie te beden. Ik wil jullie vrouwen opnemen, die allemaal door is. We hebben beten. Ons Vater in den Himmel, wir kommen vor dir und wir danken dir für deine große Gnade, für diesen schönen gesegneten Morgen, den du hast gemerkt, du hast so ein schöner Tag angefangen, ein herrlicher Tag hast du gemerkt. Und Herr, wir beten, dass du uns leben, durch im Jesus, help uns dein Wort besser zu verstehen, help uns dort an zu sein, wo wir teilnehmen und wo wir wachsen und wo wir want de zonnen zijn die nach Tjemel zijn, naar die gekomen, nach Tjemel haben Frucht gebracht, dat ze dat mogen aanzien en verlangen die een Frucht te brengen voor die Herr. En wanneer de slechte Frucht zijn, dat de slechte Frucht durft te ziek geschoffen worden, en dat de goede Frucht durft door zijn in ons leven, wo immer we zijn, wat immer we doen, dat het durft toe te doen, dat we goede Frucht brengen, dat we worden die eeren, maar dat leven wat we op deze leven doen. Herr Jezus Christus, we beten het in die noemen. Amen. Oké, hier zo in Lukas kapitel 13. Du zei we den vers 6, Jezus zegt dat gelijkenis van onvruchtbaren veenboom. So Jezus gebruikt hier het beispiel van een veenboom. De Bijbel redt zeer veel van een veenboom. En hier zo dat hij waar een beispiel gebruiken van een veenboom. Hij zegt, hij vertaalt ook dit gelijkenis. Een gewisser man had in zijn wijngaarden een veenboom geplant en hij kwam vrucht door te zieken over 5 kleine. Dan zei hij tot de wijngaardenaar, ik zie nu al 3 jaar hier een ander gekomen vrucht om deze boom te zieken en heb keine gevangen. Heb den auf. Waarom dan nog länger laten Kraft van de Erde nemen? Hij overzeet, laat den nog een jaar stonen. Ik wil aan den boom groeven en mes rondbrengen. En wanneer hij dan vrucht brengt, dan is dat goed. Aber wanneer niet, dan kannst du den dan afhaken. So dit is wat Jezus hier waar de Genia leren deed. Hij is allemaal waar zo leerbaar, waar hij onder leren deed. Hij leert dat allemaal waar wat de Vader aan geven deed. En zo zegt hij hier zo. So dit hier zo, wat meint dat hier dan nu, wanneer hij zegt, wer is de wijngaarden en wer is de man over den wijngaarden. De man over den wijngaarden, dat is God. Dat is God
En de Gordon, dat is Israël. En hier zo nu, wanneer we dat hier een beetje betrachten, dan is het zo dat God heeft een gemeenschap met Jezus. En in deze gemeenschap, wo God met Jezus is, zegt God maar eenmaal, Jeff was maar af met Israël, niet zo te zeggen. Aber Jesus der sagt, laat mij nog eenmaal den Goud vliegen, Goud fertilizing in de ramgroeven en de met schaffen en man dat dan de komende jaren niet vrucht brengen wird, dan laat het zijn. Dan haken we hem af en dan schaffen we alles wat ziet. So, aber dann gehen wir hier nu wieder, nu werden wir da mal da persönlich an uns checken. Und wir nu werden wir mal mit Jesus taub nach Israel gehen und dann werden wir uns mal selbst mit Jesus taub bechecken. So, das wird das Hauptziel ist von der Thema. So, hier sagt dort, Vers 7, dan zei hij tot den windgordner, ik zie nu al drie jaar hängen aan gekomen vrucht in diesen Baum te zieken. Zodat is wo Gott al allemaal gezien. Gott heeft in Israël al zoveel moeds als hij dan aan de vrucht komt zieken, toen zijn zij wat geen vrucht vinden in Israël. Allemaal schien zich zo dat we touw, die mensen die willen niet van God. En die geven zich niet aan, dat ze dingen doen voor God, dat anderen doen wat God zijn plan weer. So, God komt allemaal weer en checkt en dat we allemaal weer vergeefs. Dus het schijnt zich zo de mensen die weer taufen aan. En van de dag, als het van de dag klaar is, zijn er drie geweld. Het schijnt zich zo dat de wereld is zo dreig. Dat schijnt zich zo de mensen die willen zo weinig van God weten. En deze ene dag hebben we een grote titel, zeer veel wat mij deze ene dag wel als ram gedreht. Er zijn een deel mensen in deze wereld, die zijn, met die woorden wat ze doen, met die weet wat ze zijn, die schaffen door jeden, die willen niet naar de hemel komen. En dan vragen we ons vielleicht, waarom worden die mensen door jeden schaffen? Dat is die de plaats, wat ons verspreken is, dat we alle doorheen willen. Maar wat ik zeg met dit is, die willen niets van Jezus weten. Wanneer er van Jezus wordt reden, dan nog van dem willen ze niet wat hier, van dem willen ze niet wat weten. We maken bloß een Kirchengebiet, daar moeten we reden van Jezus, maar zelfs daarover nog niet van Jezus reden. Maar krijg met dat ze niet willen van Jezus op deze eer hier, en niet willen met Jezus met zo'n wat jeesliche gemeenschap willen gaan, wat in wel het evangelium met, wanneer ze door je zijn, dat meint zoveel, die houden dat op, die houden die toe, ik wil niet in de hemel. Wie im Himmel wordt zelfs nog zijn, als Jezus en God en Engel, en die zien je, wer zich heeft laten raden van aan. So dat is waarom. Want die hier niets van Jezus willen op deze eerde mensen, wat willen die dan in de hemel? So dat is wat Jezus hier wel aan ons uitbrengt. Hij zegt Jezus dit, dat du als keine vrucht te vinden. God zegt Jezus, ik vind keine vrucht en nu hebben we genoeg. Nu zijn we vorig met deze zaak. En Jezus die heeft nog wel een zinnige geduld. Dan zegt hij nog wel te God, laat mij nog een stukje langer schaffen. En van de ene dag, zoals het in deze wereld van de ene dag is, dat wie die we vandaag alle leven doen, dat als krijgt de genoeg, wat Jezus nog einmal te ons zei, hij zegt dus dit, Gott, wacht noch ein bisschen länger. Hier sind noch so viele Menschen, die noch zu raten fehlen. Laat mich noch länger, das Evangelium von mir deiner Loten auf diese Welt dort zu predigen und dort wieder zu bringen, dort einmal noch bara mehr Frucht zurückkommt. Das scheint sich, die Welt ist so dreig. Die, die für Jesus leben tun, die bringen Frucht. Die haben die Frucht, die im Himmel wird abgestort. En dat is niet zo'n vrucht dat we hier op deze iets schaffen doen, dat we ons nu kunnen zeggen, oké, ik wil dit doen voor God, ik wil dat doen voor God, en dan wil ik in dat geld te komen, dan wil ik vielleicht in dat land te komen, of dan wil ik in die huizen te komen. Er verschiedenste andere dingen wat we willen kunnen doen met aantal. Dat is niet wat het meint. Wanneer dat zegt, wat we vrucht erin doen,
dort meint so viel, dort ist eine Frucht, wo du im Himmel ist. Wo du im Himmel abstoren wird, wo die Matten und das Gras nicht frieden kann. Dort, wo wir die Frucht abstoren, und den nennt Gott. Mal ein Beispiel. Hier ist ein Baum, das erste Baum hier, so dort sagt hier the fruitless tree. The fruitless tree, dat meint de Baum, der hat keine Frucht. So, das wird Jesus hier, wo hier die Gemeinschaft ist, wo Jesus zu Gott sagt, look mir warum diesen Baum noch einmal ein Jahr schaffen, den messen und fertilisieren, zu sagen, dass der nicht Wortfrucht bringt. Und das dort nicht von der Krieg in dieser Zeit, wo wir von der leben dann. Gott, der redet sehr laut zu uns als Menschen von der und Tag. Und von der und Tag sind die Zeit, wo wir leben dann, wir beleben das, glaube ich, wir beleben das über die ganze Welt, was wir von der beleben dann. Das ist in Wahrheit, ich glaube, mit dem, was du nie passieren wird, mit dem Covid, wo wir von der Welt leben dann, mit dem alles, was du nie von der und Tag fährst, weißt du, was ich glaube, was das ist? Ich habe einmal zu wem gesagt, dass Gott hat seinen Finger ein klein bisschen gerät, ist die Welt ganz abgerecht. Ist das nicht, wo Jesus zu uns von der sein, heute hat man die Schaffel mit rangerufen in die Ehe zum Sein, als er noch was kann, mehr zu der Erwartung bringen, dass du noch mal was Frucht reinkommst. Ich habe dort nicht mehr dort nehmen. Dann aber der andere Seite, nicht sagen wir dort von der und Tag, dort sind so gewaltig viele Menschen, die protesten, und die erstens fängt das an mit das schwarze Mond, wo wird angebracht worden von den Polizei in den States. Und dann nu kommt das also weit, nu sagen sie nicht down, sie wollen mal alles abhaben, dass wir wollen anfangen zu schaffen, wir wollen anfangen unser Business zu merken, und wie wollen wir das normale Leben, was wir haben, wir wollen Restaurants fahren und so weiter. So, die dann waren eben der andere Weg schaffen. So, wenn das so ein Abrüh gibt, dass Gott schaffen wird in dieser Welt, vielmals, du sind dann Söhne, die fangen an Gott zu segnen. Und du sind auch Söhne, die fangen sich bloß an Hora gegen Gott zu stellen. Und dort ist Jesus, der rangerufen von dir. Der versegnet, es kann auch wohl dort ablockern, lang ans Menschen, zum uns merken, nur denken, und was von der Zeit wir leben, und wo hostig wir können, was die Zeit sein, dass Jesus wird kommen. Und Jesus, der hier nach Wahrheit diese Gelegenheit gegeben, diese Monaten, wo wir hier haben, dort sind Monaten, wo ich so kicken, wo Jesus der mit der Schaffel rufen, ran den Baum, um das ablockern, dass er so wenigstens noch Frucht bringt. So, wer sieht ich? Sage ich, einer, der Frucht bringt, der einer von denen, der fruchtlos ist, dann bringe ich Frucht. Wir sehen das hier so in Hebräer Kapitel 3, 2 Vers 3, wenn wir uns den Vers lesen, der Vers der uns sehr klar dort erklären, dass das wichtig ist, dass wir dort nicht versiemen sollen, was Jesus uns beiden wird. Wenn es das erste mit Genut, wir leben unter der Genut Gottes. Wenn die Zeit ist, was ewig sein, wenn das ist, was in eine Ewigkeit nehmen, dann hast du keine Genut mehr. Dann hast du Genut vorbei. In Hebräer Kapitel 2, Vers 3, du fängst wie in Vers, wo du uns das sagt. Wo können wir dann rechnen, damit weiterzukommen, wenn wir so ein großes Radungswerk nicht achten, dort uns erstens vom Herrn selbst gepredigt wird und dann von den bestätigt wird, die am Reden gehört haben. So Jesus selbst ist auf diese Idee gegangen, er hat selbst das Wort gepredigt und von der Tag wurde das Wort noch einmal gepredigt von seinen, all die, die am angenommen hat. Dann sagte Jesus das, wer wir dort nicht versehen, das große Radungswerk, wer wir dort nicht versehen, wer wir uns wahre Freude, sind ein fruchtloser Baum. Ein fruchtloser Baum, der ist zusammen nicht zu brücken aus Luther, der wird ausgereden und der wird im Vieh geschmissen und der wird nicht verbrennen. Der wird brennen für ewig und immer. Wer wir uns dort morgen. Und dann denken wir vielleicht so, du hast noch, du sind viele Botschaften, die wir hier haben, vielleicht sagen, na, die Titel ist noch gleich hier, so wird sein, die Titel ist noch gleich bei dir, dass Jesus auch was weiterkommt. Aber da werden wir mal ein Vers lesen in 2. Kapitel 3,
wo wir in Vers sein down, wat Petrus du sagen dat, wat du uns sehr klar du anwiesen dat. Dort Gott seine Zeit ist nicht unsere Zeit. Wenn wir auch so kicken, dort sind vielleicht so, da ist noch ein Stück Zeiten, dort zu alle, die Bibel, die nur die Zeiten kicken, wo die Bibel uns wiesen dat, dann hast du hast noch eine gewisse Zeit, hast du noch. Aber wo dich bei wir sind, du hast uns kein Tag gegeben. Das sagst du das. Aber für jeden einen nicht. Liebe Freunde, dort ein Tag bei unseren Herrn nicht anders ist als 1000 Jahre. In 1000 Jahren nicht anders als ein Tag. So für Gott, wenn wir noch sagen, das ist eine lange Zeit, aber für Gott ist dort können wir immer gleich von der sein. So wie für Gott merkt das kein Unterschied aus 1000 Jahren oder ein Tag. Dann sagte Jesus das, Vers 9. Der Herr versprach sein Versprechen, der Herr vertrag sein Versprechen nicht zu lang. So, er wird das nicht zu lang vertragen. Wenn wir mal bloß gegen Gott sind und gegen Gott sind, wir sind dort so viel muss, dass die Menschen, die kommen immer so plötzlich kommen, die zu tun. Und dort ist man immer Gott, der hat, die kickt immer immer, du fährst zu mir selbst sein. Wenn der Mensch als hostig plötzlich wird zu tun, die kommen nicht nicht dort bloß ein gottloser Mensch kann plötzlich zu tun. No, Christen kommen auch plötzlich zu tun. Aber wo hostig ist unsere Zeit, kann unsere Zeit einmal was du sein und uns darf einmal was du sein. Und so sagt Jesus das, der Herr vertragt sein Versprechen nicht zu lang. Dann sagt er so aus ein Gemeinen, er hat bloß Geduld mit uns, wie es er will, dort allemal sich abmerken soll und dort keiner verloren geht. Das ist Gott sein Ziel. Gott hat all von Jesus seine Zeit, was von der hat er all einmal Geduld gehabt. Dort ist eine lange Geduld. Das sind über 2000 Jahre drei, wo Gott all hat einmal Geduld gehabt. Und danach fährt dort noch einmal 4000 Jahre. So Gott hat all lange Geduld gehabt mit dieser Welt. Und so hat er jeden Abend geschafft. Aber dann mal einmal, dann kommt er zum Ende. Wir sehen dort in 4. Mose, Kapitel 16, da sehen wir dort, wo das Volk Israel am Weg war. Und das Morgen, Koranach, seine Familie, der war einmal ganz alle angebracht, aus das Volk Israel. Wohin? Wenn sie haben jeden Gott geschafft. Und dort war einmal ganz abgeriemt, das Volk. Gott sagte das Volk Israel gut über den Stich und blieb diese Familie allein. Und dann wollten Moses dort das Volk zu ziehen bringen. Wenn sie diese haben sich versündigt, und die drehen sich ganz gegen Moses, die gehen gegen Moses. Und dann sagt Gott, gut über den Stich und lud diese Familie hier stehen. Die ganze Familie von seinen Nachkommenschaft, die waren rein alle, die Erde dort sich auf und dann schluckt die Erde ab und da werden sie alle angebracht. Gott lässt seine Zeit, der hat Zeit, aber der hat seine Zeit auch gesagt, weil das ist genug ist. So, das ist ein Ding. So, wo Baum sind ich? Sind ich von diesem fruchtlosen Baum? Wo lange will ich nach auf der Stelle stehen, wo ich fruchtlos sehe? Wenn wir uns die Frau stellen, wenn wir uns mit dort beschäftigen, sehe ich fruchtlos, habe ich Frucht. Sind ich noch einmal bloß ab aus dem Dreherbaum, wo du aber Dreherstab ist, wo du allein stehst, wo keine Frucht rauskommen. Und dann hier sehen wir dort, wie waren die frische Schrift steht, werden wir bechecken. In Matthäus Kapitel 7, so hat Jesus auch geredet. Und du redest von einem goldenen Baum und einem schlechten Baum. Matthäus Kapitel 7, Vers 15 bis 20, werden wir die Versen lesen. Nu werden wir diesen Baum, was wir hier haben, kort betrachten, werden wir dann nu mit so Seed sagen, und dann werden wir uns nu mal mit dieser anderen Baum betrachten. So, hier so in Matthäus Kapitel 7, Vers 15, du sagst, das ist das. Seid jünd fair für die falschen Propheten, die ein Schutzkleider nur jünd kommen, aber innerlich sind dort riechende Welt. Was ist ein Baum in der jährlichen Hinsicht für uns von dir? Was ist ein Baum? Was Jesus hier von redet. Von Baum redet er hier? Ich habe hier Baum gemalt. Aber wie weten alle, diese Bäume, was Jesus hier von redet, Jesus hat ein Beispiel gebraucht von einem Baum. So steht nicht,
Und aber Jesus, der hier sehr persönlich gehen mit den Menschen. Er sagt, seid ungefähr für die falschen Propheten, die in Schubskleider nur kommen, aber innerlich sind die rietende will. Das ist ein Baum, wo du schlechte Frucht bringt. Je kann sein, das sind hier gerade rot gemalt, gecirkelt, so da haben alle mit so mit schwarz getegnet, dass alles so eine Frucht wird und nicht gut ist. Und wir mit einem Baum gehen, ein Opelbaum, oder Beerenbaum, Opelkausen, oder Kirschen, was immer, dann wird checken wir immer, wenn wir nur den Baum gehen. Wenn wir das sein, die fangen sich uns an zu reden, die fangen so an Geschmack zu lassen, dann wird von der Frucht checken wir immer. Wir checken immer nur da, was nicht beschädigt ist oder was der Geschmack gewaschen ist. Wir checken immer nur das Geschmack, nicht? Das Geschmack der Frucht ist, das uns untreibt. Und hier so aber, das Baum, der hat bloß einfach keine gute Frucht. Und wer ist dort, wer dort keine gute Frucht hat, weil wer keine gute Frucht hat, weil dort ist gleich, was Jesus hier sagt. Er sagt, das ist, wo wir sagen, für wacker sind. Die durch in Schutzkleider kommen, aber innerlich sind das rietende will. So, ein Baum, wo du schlechte Frucht bringen wird, ist uns nicht untragen, nicht? Und wie viel muss nun ein Bild gehen, oder wir sind an der Fremde stehen, wir sind zwischen Baum, und die Frucht, die sind, wo du an hast, die sind nicht gutlich, sind nicht mehr kräftig zum Eten. Weil mit das habe klar, du isst wenig von, du so gut weich von, du vertiefst uns nicht mehr, wenn es der Geschmack nicht scheint, und der Sitt nicht schmeckt, und der uns vielleicht körperlich zum Schlachten. So, du bleibst weich von, nicht? Und kriegst so, der Jesus uns hier so lehren, er sagt Jesus das, dass die wird in Schutzkleider kommen. So, das ist für uns die gefährliche State von der und da. Menschen, die können nur uns kommen mit Säuerglote wie Säuer, das schien sich Säuer läuftulich zu sein, was sie sind. Und dort schien sich so, die dann bloß alle Baste, die wurden Teil angeben für die Person. Und so wieder. Das fängt immer wieder an zu gehen, zum Menschen gewähren. So das ist really wo so eine Menschen kommen, dann wird ein Schutzkleider gehen. Und vielmals, die dort vielmals damit zu tun, die haben die gewöhnliche Kleider an, ein bisschen wie, die lecken sich gleich so ein Kind Gottes, sich gut antragen, Kinder Gottes tragen sich immer mit alles so vernünftig an, was sie würden Gott ehren mit ihrer Kleidung. Und dann vielmals dann proben die sich romantisch lecken und dort lecken und kragen, wie das Kind Gottes ist. Und dann kommen die an, aber innerlich haben die was im Sinn, was die Fuß nicht über die bringen. So das, wo das gefährlich ist. Dort sind so eine Stadt, wo du so eine Frucht hast, die sind von den Engeln auf, das zurück, aber wenn ich nur komme, dann manchmal sagen wir, das ist noch schwattet uns. So dort ist, wo wir sagen, für abhosten. Und Jesus, der sagt, dass wir sagen, den Baum und die Frucht haben. So, wo liegen den Baum haben? Gewöhnlich ist, dass man wir mit wem in der Gemeinschaft sind, wer den Herrn Jesus in sich hat, und wenn mit wem in Kontakt kommt, und das ist dann, wo den Schutzkleider kommt, und innerlich über ein brauner Leib ist, und ein verrietender Wolf ist, wenn ich mit so einer Gemeinschaft habe, der meistens, wenn wir Gemeinschaft haben und von verschiedenen Dingen reden und aus der Bibel, dann mag ich wieder meistens, was von Fruchtbaum das ist. Nicht? So, dort fängt wir mit Gemeinschaft haben, mit unseren Holdungen haben. Aber wenn du in der Sonne hast, wo du in Schutzkleider kommt, und der hat aber innerlich ist dort in der rietender Wolf, dort wird meistens zu spüren sein, wie als Kinder Gottes, wir wollen meistens morgen, wir wollen uns nicht mit der taubschlügen. Wir können mit ihr reden, aber wir wollen nicht taubschlügen. So ist mit einem Bruder und einem Schwester, wenn dort die ersten Brüder und Schwestern sind, die haben meistens sind die in der Gemeinschaft und dort schlägt taub. So dazu wird wieder der Beste kann lernen, dass die, wenn dort Sonne sind, wo du innerlich rietende Wölfe sind. So dazu werden wir für abpassen.
wakker zijn, opmerksam zijn, en dat we dat voets erkennen doen, wanneer du zo'n stad eventueel komt dat bij ons. En dan zegt hij hier dit, je zullen die und ihre Frucht kennen, worden Wiendruven vom Hagelstruck oder Feigen vom Disteln geplokken. So, dat is een vrouw wat Jezus vraagt, nee? So, können uns die Frau stellen. Kriegst du dit als met deze Frucht hier so, wollen du, sag ich dit, ich sage dir ein Vers 20, und dann sag ich, die sollen die und ihre Frucht kennen, worden Wiendruven von Hagelstruck oder Feigen von Disteln geplokken. So, Wiendruven worden nicht von Hagelstruck geplokken, nee? So, dat is ons klar. So, wie zijn dat, nee? Ik wil je hier mal bewijzen. Okay? Ik heb hier bloß een paar bananas. Okay? Wons nu de volle Frucht, wons nu de wahrhaftige Frucht. Wenn je von weit aufstehen, dann würde je vielleicht sagen, das weiß nicht zu entscheiden, nicht? Aber es ist dicht bei, dann kann das klar sein. Okay? Diese Frucht, das ist bloß das latende Wort, das latende Banana, aber von Bärne hat nichts. Das ist uns halt, das ist ein loses Ding. Das ist eine wahrhaftige Banana, wo du von den Baum kennst, wo du Wutter geplant hast. Das ist das. Der, wo du gute Frucht bringt, das ist von wo das kann. Das der kann bloß von so, wo du andersbare Frucht bringst, wo du Haar hast und so weiter. Und wir nehmen mal guten, ein Apfelbaum, wo wir einen büten Apfelbaum haben, und du wie ein Baum, und der hat ganz voll Apfel. Und das Baum, du wie Wasserapfel angehangen, die Leute, das kriegst du der Apfel, wo du angewaschen wird. Da wird wie, von eng auf wird wie ganz schlecht das sein. Aber wenn wir würden über die Schnur gehen und wir würden den dicht betrachten und sagen, okay, wo lädt es Baum, wo hat die viel Frucht? Da wo wir Mensch wird sein, wir würden aufhören und wir würden das sein, okay, das ist nicht so eine Frucht. So das ist, wo wir waren 64 versehen. Wir wollten dort von der und Tag, du sind viele Sonne, die Bach, wo die schaffen da. So die schlechte Frucht von dem Baum, der Baum, wo schlechte Frucht bringt, dort ist der, wo du schlechtet im Sinn hast und wo du prüfst, schlechtet übereiben, nur jeden Gott zu schaffen. Dort ist so eine, wo du so eine schlechte Frucht hast. Die bringt schlechte Frucht und die bringt schlechte Verdacht. Dann hier so, wenn wir mal ein klein bisschen checken, in Galater Kapitel 5, du sagst wieder, dass ein sehr bekannter Schrift steht, glaube ich, ist ein sehr bekannt, Galater Kapitel 5, da hast du von der Frucht, wenn wir in Galater Kapitel 5, Vers 19 lesen, dann sagt du, dass das, was Fleisch für Worten hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hürerei, Anreinheit, anbandet Leben. So, das ist, was wir können sein, was du für Frucht hast. Wenn wir die Frucht ein bisschen so bechecken, hier so sagt das ist, was die schlechte Frucht ist. Der schlechte Baum, der hat, was du so und da siehst, der hat so eine diese Frucht. Der hat die Ehebruch, der hat Hürerei, der hat anreinend Leben und anbandet Leben. Dort ist die unfruchtbare, die schlechte Frucht. Dann sage ich Aufjaterie, Sauberie, Feindschaft, Striegen, Hauptsucht, Wut, Lusigsein, Zank und Schwulerie. Dort ist really das Baum seine Frucht. Diesen Baum seine Frucht, dort ist was das ist. Dort hat der an sich. In Aufgans, in Mord, in Süden, in Frieden, und so wird mehr. Ich habe noch ein Dorf, wo wir die kennen mit Bieder. Und er sagte, ich habe ihn dort all einmal gesagt, aber ich sage ihn dort noch einmal, die so wird daumen worden, Gott sind nicht, worden in Gott sind nicht nennen kommen. Okay? Klar, nicht? Wer du diese Frucht hast, oder keine Frucht hast,
die beiden sind really ab denselben Stich. Die sind beide ab den Stich, die wollen Gott direkt nicht sein. Wer sich mit dort vertiefen, du beim Leben wird, und es dort in der Ewigkeit nennt, der wird Gott direkt nicht sein. Du bist keine Frau, sagt Paulus ganz klar, er sagt, du wirst nicht bleiben. Du bleibst nicht dort im Himmel geht, dort geht bei uns alle besiegt. Und dann hier so, wenn wir hier weiter wiederholen, dann sagt er, Vers 17, Matthäus Kapitel 7, 17, das sagt hier, Judo draagt ein gouden Baum, gouden Frucht, und ein schlechter Baum, schlechte Frucht. So hier hat Jesus dort noch ganz üben Eindel mit den Früchten. Die Bäume, die sollen wie Zahn an ihre Frucht. Wenn wir in den Garten haben, wir haben doch Apfelbäume, wir haben da Fußbesied durch einen Beerenbaum. Wenn wir um den Winter, wenn die Blätter nicht haben, die Frucht nicht haben, dann zum Beispiel die Terran. Aber wer da bekommt man es von vorher, von der Sommer, der wird rein Fuß, okay, das ist der Beerenbaum, dann ist der Apfelbaum. So, gleich so soll wie wacker sein und so soll wie klar sein, mit wohnt als gute Frucht und wohnt als schlechte Frucht. So wie sollen der Unterschied, den soll wie klar weiten. Wohin, wenn wir sind bekannt damit. Dort wird dann auch da Person sein, wo du im Wasser abgewaschen ist, aus dem Kind Gottes, die Frucht beim Beter kann. Die kann die Frucht beter, wo die Bibel von reden wird, von dem, was Jesus hier reden wird. Und wenn wir das klar haben, so wie wenn wir eine gute Frucht haben, dann müssen wir erst dort erkennen, dass ich sie ein fruchtloser Baum. Und dann das zweite, dort bekennen, okay, wie viel unfruchtbare, schlechte Frucht habe ich gebracht. Und dann, wenn ich dort nicht sein will, dann dort nach Jesus bringen, und dann Jesus fragen, das Heilwort von mir und mir in mein Leben, und mir, von wie nu wieder, mir Wort leiden, und yes, und dann, wo ich gute Frucht bringe. Dort ist das Wutterstrom hier. Wenn es die Bäume, die Hand sind gestormt auf ihr, auf der Welt, die halten sich an der Welt. Der Leben der Wutterstrom, wo Jesus von reden wird, in Johannes Kapitel 4, dort ist das Leben der Wutterstrom. Und wenn der Leben der Wutterstrom ist, wenn die Wurzeln sich nennen, der Leben der Wutterstrom, die geht in den Baum nehmen, dann geht du Frucht rein. Die Frucht, du hast Gott genießen von. So Gott, der checkt uns an, dat Gott hat die Frucht, wat wir hier abstoren und ab diese Erde, die wordt, die Frucht wat wir hier producing dan, die liegt im Himmel. Und Gott hat die abstoren und du worden unsere Treasures dann sein, wenn dort man uns Ziel ist. Sieh, wo doen we dat dan nu, wo schaffen we dan nu aan, dat ik wel gute Frucht brengt? Waarom moet dit boom nu hier een beetje bechecken? An Jan Baum nu een klein beetje bekijkt, die schlechte Frucht, dat weet wie dat heeft. Al deze zindelijke dingen, die heeft met te doen met die schlechte Frucht. Dit boom hier, dat is bijzonder, die wordt vielleicht mal all met schwam. Dat zien ze, die heeft geen Frucht, dat op nussen en wat immer, niet? Dat is een fruchtloser Baum, steht op dat. Okay? Nu werden we dit gekeken, dit is het wertvollste. Den Baum, wat du Frucht brengt. En die Baum, wat du Frucht brengt, dat is het dit. Nu werden we ons maar vragen, okay, wo zal ik dan nu schaffen dat ik wat Frucht breng? Wat is mijn Abgabe, dat er wat Frucht reinkomt? Zal ik dan nu mijn leven bechecken en checken, okay, wat voor een Frucht breng ik, wat voor een Frucht doe ik? Ja, ik geloof het is een goede ding. Maar dat nummer 1 ding is, zum Frucht brengen is, gehoorzaam zijn tot God zijn woord. Dat is dat nummer 1 ding zum Frucht brengen. Wanneer ik wil nummer 1 gehoorzaam zijn tot God zijn woord, te wat hij niet zijn, wat ik zijn, dat immer waar, dat je predigt, dat je Bibelstund, dat ik dat woord zelfs lezen, dat zelfs beten, en God wordt mij immer, wenn Gott wordt zu mir reden, dat zei, dit zoals du doen, wenn wir worden gehoorzaam zijn tot God, dat is een van de raarste Frucht, wat er wat uitkomt. Wat dat dan met zich brengt, nummer 1, we doen
wie dan Gott onerkennen für wer er ist, und ich da am onerkennen, dass ich mich selbst eigentlich nicht, aber durch die, weil durch dein Wort, durch die Kraft vom Herrn Jesus, durch das Gebetsleben, durch dort, kriege ich Kraft, zum Wachsen, dass der Baum kann Frucht bringen, und dass er kann Wachsen in Tau nehmen, und schmacke Blätter kriegen, und so auch, dann auch schmacke Frucht kriegen, Frucht bringen, und die gute Frucht, die wird abgestort worden. Okay? So, dann werden wir hier mal, glaube ich, lieber wieder lesen. Das sage ich, dass ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht drehen. So, dann hier sieht das ein bisschen so, wenn wir hier bei diesem Wunder riefen, wir sind angewartet, dann sehen Sie das ein bisschen so, dann haben wir nicht mehr schlechte Frucht drehen. Nicht so? Weißt du, was ich will sagen? Wenn wir wollen gehorsam sind zu Gott sein Wort, was immer Gott mir was sagt, dort ist, was mir was der Brief geben, dass durch keine schlechte Frucht soll über den kommen. Das ist really der Hauptpunkt von was Jesus hier sagt. Er sagt, größer trägt ein guter Baum gute Frucht und ein schlechter Baum schlechte Frucht. So das muss so klar eingedeutet, nicht? Von diesem Baum, bei dem Baum, das bloß mal gerade eine Linie zwischen der Hand nicht taub. Das ist bloß ganz üten ein, gut und schlecht. Das ist der einzige Weg, der einzige, was du hast. Also nicht viel muss man als Menschen, dass das, ich will nicht ganz so schlecht sein als Jan, aber das ist so schlecht, das ist so anmerkhaftig und das ist so, wo bringt der Mensch dich an. Und aber andere kommt über, na Jana, die hat sich so gässlich und die hat sich so gut, weil du willst auch nicht sein. Der redet bloß von Jesus, der redet bloß von seinem Gott. Als das nicht kriegt, wird es schaffen, dass das vielmals, ich glaube, ein von den meisten Menschen in dieser Welt, die wollen bei den Zwischenweg, die wollen nicht ganz so schlecht als Jana, aber ich will nicht immer von Jesus reden. Die wollen vielmals, die wollen bloß kriegen in den Zwischenstrecken. Du hast keinen Zwischenstreck. Die meisten Menschen, die wollen direkt durch das Leben in den Mittelstreck und du hast keiner. Und dann über dem, wenn die ich will durch Zwischenleben, dann schien sich dort so, really, wo das aber letztendlich rüberkommt, dort ist dort anfruchtbare und schlechte Frucht. Du hast bloß gute Frucht und schlechte Frucht. So really, du hast kein Zwischenstreck, du hast bloß ein oder das andere. Und das sind so viele von denen beim Leben da, die wollen nicht ganz so schlecht und nicht so viel als Jan von Jesus sagt, na, da höre ich ja nicht viel von. Vielmals erst zu stehen, nicht so? Sehr viele stehen sich sehr erst zu stehen. Dann sagt Jesus dir, die gute Baum, die bringt gute Frucht und die schlechte bringt schlechte Frucht. Dann sagt er, jeder Baum, der nicht gute Frucht trägt, wird aufgehakt und im Feuer geschmiert. So sage ich nicht, dass der wird verbrennt. Der wird im Feuer geschmiert worden. Vielmals, wenn wir für den Baum verbrennen, dann machen wir den verbrennen, brennen einmal ab, und bei den verbrennen sind, dann ist viel ut. Aber hier ist ein Feuer, wo du niemals utgehen. Das Feuer dort wird immer brennen, für ewig wird dort brennen. Und dort wird keinmal utgehen. Und dort wird heute brennen. Dort wird anderes sein, als was wir gewohnt sind. Dort wird ganz unverstauend, wird dort Feuer heute brennen. Dann sagt er, und ich will lieber als hier trägen und okay, wenn wir hier diesen gouden Baum hier betrachten, dann die gouden Frucht, was ist dann nu alles gouden Frucht? Als dat dan nu, ik doe mijn tafel lopen, dan word ik beter worden. Als dat nu, wanneer ik een gemeindeglied ben, dat ik dan beter worden. Er staat alles, dat ik doe geven. Zijn alles goede dingen. Aber wenn wir dort nicht mit einer rechten Hortenseinstellung dann wieder dann für Gott zu ihr, dann halten wir das alle nicht. Okay? Dat helpt me dan alle niks. Wanneer ik niet naar Tafel loop, ik doe bij een gemeindeglied bij zijn, ik doe geven en alles. Maar wanneer ik dat niet met een welge, rechte instelling doe, zum Gott verherrlichen doe, dan is dat een vruchtloos. Een slechte vrucht. Niet zo? So wij hebben ons dat mooi. De Bekehrung is nummer 1. Dat we den Geist Gottes in ons hebben en dat we dan geven
in ons tovenloon in gemeindeglied zijn, dat we dort alle doen te Gottes eer. Dort als wo du wat eine gouden vrucht uitkomt en wie worden in zegen ervoor. Wie worden in zegen ervoor en God wordt die vrucht im Himmel abstoren. En ich will noch ein klein bisschen kijken im Vordingen, hier betrachten nach dem Galater, noch einmal, hier, wir gehen zum Schluss, in Galater Kapitel 5, du fängen wir wo du noch wieder jetzt von der gouden vrucht, da wir uns die gouden vrucht auch noch ein bisschen betrachten. Und wir sehen dort die gouden vrucht, die wir immer so gern haben. Wir gleich eine gouden vrucht zu eten, wir gleich eine gouden vrucht im Garten zu haben und von den Bäumen zu planten und so wieder. Und so will Gott von uns. Gott will nicht die Frucht, wo du ein bisschen so unangenehm ist, oder wo du nicht Geschmack lässt, wo du nicht schön schmeckt. Der will die schöne, gute Frucht. Dort ist, wo Gott nur essen. Hier so im Galater Kapitel 4, Vers 22, dort sagt es das, dem Jesus seine Frucht als Leib, so Leib als Wort. Wenn wir den Nächsten können abheben, wir den Nächsten können mit irgendwas uithalten, wat in een groter zin als je was, en ik doe dat bloos goed hou, wens God heeft mij al zoveel gezien, ik wil de Nächsten ook houden. De Leib wil eten te de Nächsten. En met vrede schaffen, maar wo met zo'n argument mensen is, dat ik door einer ziet, ik doe immer eine vrede trachten. Ik doe met vrede en vrede. Ik heb vrede in mij en ik leg vrede. Dat dort mijn ziel is. En dan zal ik geduldig zijn. Dat we dat afwachten doen. Ik geloof geduldig zijn dat als, ik geloof de geduld als nu over de mensen van onze wereld, als zij getest worden over deze tijd, wat we in deze COVID-time zijn. En door geloof ik als dat zij veel, maar als we niet geduldig zijn, dan reden we zo als we niet zullen reden. En dan doen we veel ons ook nog dingen wat we niet zullen doen, wat we tegen God doen, niet? Dat wordt het erop aankomen, dat we geduldig zijn, dat we geduldig afwachten doen, dat we God zien. Nur Gott zien wel en alles stellen. Dan zeg ik dat vriendelijkheid, goed gezond zijn. Ze hebben tijd over goed gezond gebleven over deze tijd, waar we hebben ons in quarantine zijn en we zijn thuis geweest. Ze hebben tijd over goed gezond zijn. Heeft de wel dat gezond dat ik zie einer, dit mens, der is bloß different. Den deed er niet zoveel uit van dit COVID-time. Der is bloß vriendelijk, der is goed gezond over andere. Der ziet immer dat positieve du bent te vinden. Zijn ik einer van die gewas, wo du gute schmacke Frucht hast, abgestoord in dem Himmel. Als zijn ik einer van die gewas, zijn ik goed gezond gewas. Hij geloven gehouden durch deze tijd. Vandaar wat hij mij bekend heeft. Hij tijd over geloven gehouden. Gelindigheid, zijn je sanftmoedig gewas te de mensen. Hij heeft mij goed abgevierd, dat ze kunnen zijn, hier is wat andere ben als wat de wereld weten kan. Wat we te de begrijping houden, die uit Johannes 14:27, die vers door. Jezus is der, wat in vrede geven kan. Zit die wel dat is in mij ben. Psalm 35, las ik van deze morgens, dat zegt du, die wer dem Herrn fürchten wird, den zijn gezegd dat dacht. Zijn ik een dag Bruder en een dag Sester gewas, durch diese ganze tijd, wo ik als een kind Gottes geleefd heb, besonders de laatste tijd, zijn ik einer der gewas, der vriendelijk is, dat die mensen dat zeggen, dat de dag, even though het ook schwierig is, alle wegen raam, en dat zich zo hier, dat alle mensen hem eng, en de economie het down, en zo wieder, zijn ik vriendelijk gewas, de men. Als het te zijn dat ik dag, als het te zijn dat ik zie in dem Herrn ziene, en den Herrn seine Gerechtigkeit, als het te zijn dat ik zie in den seine Leib verbunden, als het te zijn dat ik erin Jes in mij, zei ik dat, zit er wel dat. En dan zijn die dat ze dit, ik reed gisteren met een broeder, zegt dat ze dit, viele Christen wordt van dit alle je vertaald, en wat ze gereed hebben, als ze gereed hebben, hij zei, want hij zich nog niet bekeerd had gehad, en hij zal al dat hand zult hier van wat zich bekend als Heer Gottes, wat hij nu al gehoord had. Hij zei, hij wordt niet meer zich naar wat bekeren, because dat wat hij alles gehoord had van Heer Gottes, dat hield zich zo, hij zei, dat drijft hem einfach af. Dat wordt hij zich niet bekeerd had, hij wordt zich niet meer bekeren. Maar we niet zo'n stort licht zijn. Ik hoop, we zijn alle zo'n licht geweest, dat de mensen dat hebben getracht gegeven, die worden niet bekeerd zijn, dat die de bekering verlangen, dat die dat zijn door als wat beter dan komen. Deze wereld ook vergeet en verveld. Maar ik heb wat wo ik mij tevreden doe in de toekomst. Wat hebben we te zeggen? Dan zeg ik dat hier zo wieder. Hij zegt, je zoon is
es dort gesagt nicht. So, da wir im Jes leben, die Sinne es dort gesagt nicht. Und dann sagt er, die Christus Jesus ungehören haben, dort Fleisch mit Lust und Leidenschaften taugt die Kritik. Das ist doch nicht wunderschön. Wenn wir uns mit dit vertiefen, das letzte Vers, dort hat die Kritik, dort anders wurde, die anmutsbare Frucht, der ist wahr, und ich sehe, der wird die Frucht bringen. Diese Frucht, dort die Menschen geboren sein, diese Menschen, die haben ein besonderes Leben, die haben sind, was mir untreibt. Ich würde nicht alle Mutter spreken, wer wir uns fragen, wat van boom zijn ik? Wat er vruchtlos is, wat er slechte Frucht hat, oder wat er die gute Frucht hat. Wer zijn ik van deze drei? Wo passt mijn naam naar? Wer wir uns die Frage stellen, wo passt mijn naam naar? Ich wünsche Ihnen alle Gottes Segen und möchte alle einen gesegneten Tag und ich werde zum Schluss beten. Vor dem Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Jesus, dass du uns hast geleitet und geführt. Du hast alles getan, was dir fehlt, um hier diesen Morgen fertig zu machen. Wir sagen dir Dankeschön, Jesus. Wir danken dir, dass wir können Frucht bringen, dass wir können in dein Reich sein, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Wir beten, Herr Jesus, um deinen Segen, um deine Haupt, dit op u te leven. Dat wir wollen Tage Lichter sein in dieser Welt. Herr Jesus, wir beten, um deine Kraft, dass wir machen die erste Frucht uit ons uitschelen laten, dat die Menschen noch wat getragen geben, dat die dat nicht wat in Ekel merken, die dat Christenleben haben. Herr Jesus, dass wir als Christen würden so ein Leben führen, dass die Welt das Wort noch die tragen. Herr Jesus, wir beten dort in deinen Namen. Amen. Gottes Segen mit dir.